Servus Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video bei abartiger Hitze. Heute habe ich wieder mal was Ausgefallenes geplant und das Material dafür seht ihr hier. Und zwar bin ich hier auf der Schutthalde von einem Steinbruch bei uns in der Region und da liegen noch jede Menge für mein Vorhaben brauchbare Steine herum. Ich habe natürlich davor im Büro angefragt, ob ich so einen Stein mitnehmen darf und die Antwort war, ja, einfach einladen, wir werden es verkraften können. Viel Spaß damit. Naja, dann schauen wir mal, ob wir da jetzt auch was Passendes finden. Wie ihr sehen könnt, ist das alles hier bei uns Stein aus der Region, fränkischer Muschelkalk. Und das Gute ist, die Platten, die sind ja zum Teil schon angeschnitten, weil die ja in großen Stücken verarbeitet werden. Und das sind hier überall diese ganzen Abbruch- und Reststücke. Ja, es sind auch viele schöne Platten dabei, aber die sind halt auch recht schwer, um die allein zu transportieren. Deswegen ja, muss ich mir da was Handliches suchen. Bei so einer großen Auswahl hat man dann ganz schnell das Luxusproblem, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Aber für irgendeinen Stein muss man sich halt dann letztendlich entscheiden. Hier habe ich jetzt mal einen Stein gefunden, der von der Form her und von der Größe ganz passend ist. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Der Stein hat ein geschätztes Gewicht von etwa 50 Kilogramm, würde ich mal sagen. Ja, das ist allein gerade noch so händelbar und jetzt müssen wir nur noch möglichst rückenschonend ins Auto verfrachten. So, geschafft, ab geht's. Aus dem Bruchstein, da will ich übrigens ein rustikales Waschbecken bauen für einen Bekannten, den kennt ihr auch schon, das ist der Fabi, mit dem ich damals die Ablaufrinne gebaut habe und der hat in seinem Neubau auch ziemlich viel so Bruchsteinoptiken verbaut und da hat er mich gefragt, ob das nicht mal eine neue Projektidee für mich wäre. Die Idee hat mir gleich ziemlich gut gefallen, weil ich sowas auch schon geplant gehabt habe und es ist auch was ich bisher noch nicht gemacht habe, da kann man wieder was dazulernen und ich bin echt mal gespannt, ob ich das so hinbekomme. So, mit der Vorbereitung bin ich soweit fertig. Dann legen wir auch gleich los, bevor es wieder zu heiß wird. Die Sonne brennt schon wieder ganz schön runter. Auf geht's, liebe Freunde und Freunde! Wir starten durch! Mein Ziel ist es, das Waschbecken wieder mit möglichst wenig Werkzeug zu bauen. Hier habe ich einen Winkelschleifer, da haben wir Meißel, diverse Schleifaufsätze. Schauen wir mal, ob wir damit hinkommen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, die Oberfläche glatt zu schleifen. Die ist ja schon komplett glatt und die werden wir dann auch als Unterseite verwenden. Ich habe jetzt hier einen relativ kleinen Schleiftopf verwendet, dass man später auch in die Ecken und Kanten kommt, aber dadurch, dass der Muschelkalk jetzt nicht übermäßig hart ist, hat es damit eigentlich ganz gut funktioniert. Die Schleiftöpfe gibt es auch in verschiedenen Qualitätsstufen. Ich habe jetzt hier mal so ein mittelpreisiges Produkt verwendet, das kostet um die 30 € und bei den teureren Produkten, da ist natürlich die Standzeit dann deutlich höher, aber ich denke, für mein Waschbecken ist es hier vollkommen ausreichend. Die Oberfläche schaut ja nach dem ersten Grobschliff im Vorher-Nachher-Vergleich schon mal ganz annehmbar aus. Puh, das war eine staubige Angelegenheit, sage ich euch. Aber die Oberfläche ist ganz gut geworden, muss auch nicht hundertprozentig glatt sein. Da können wir uns jetzt dann die Umrisse aufzeichnen von unserem Waschbecken, wie es dann später ungefähr aussehen soll. Und dann können wir jetzt hier auch gleich die Aussparung ausschneiden. Das ist der nächste Arbeitsschritt. Der wird auch nochmal staubig. Um die Aussparung möglichst leicht herausarbeiten zu können, wollte ich auf der Fläche mehrere Schnitte anbringen und dann die einzelnen Teile rausbrechen. Ja, es hat sich mit dieser kleinen Flex aber als äußerst schwierig erwiesen. Nee, also mit dem Winkelschleifer hier komme ich nicht weiter. Da brauche ich ja ewig. Da brauche ich ein anderes Kaliber. So einer kleinen Scheibe. Nee, muss was anderes besorgen. So, da bin ich schon wieder. Das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Damit soll es deutlich einfacher gehen. Und ihr seht schon, das ist ja quasi ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mit der großen Maschine hat man den Stein fast schon schneiden können wie Butter. Ja okay, Butter ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber es ging auf jeden Fall deutlich einfacher und schneller. An dieser Stelle mal noch ein paar Angaben zum Design, was ich bei dem Waschbecken geplant habe. Also das soll auf keinen Fall ein symmetrisches Waschbecken werden. Das soll letztendlich so aussehen, als ob das Waschbecken aus einem groben Stein besteht. Und ich werde auch die Seiten, die jetzt vom Schneiden ganz glatt geschliffen sind, nachher auch noch bearbeiten, noch behauen, dass es dann natürlich, also wie eine natürliche Steinoberfläche aussieht. Ich bin mir auch jetzt schon ziemlich sicher, dass das Waschbecken vielen von euch nicht gefallen wird, aber das ist bei Designmöbeln ja oft der Fall, dass das nur einen begrenzten Geschmack anspricht. Aber wer individuelle Möbel mag und dann auch noch die Einrichtung dazu hat, dem wird es vielleicht fallen und es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Also so ein Waschbecken hat dann außer dem Fabi niemand mehr. Ich hoffe, dass es zumindest dem Fabi gefallen wird und ja, es ist weit weg von irgendwelchen IKEA-Designs. Zum aktuellen Zeitpunkt schaut es natürlich noch extrem wild aus, aber ich bin ja auch noch nicht fertig. Das, was ihr jetzt hier seht, war übrigens auch kein ganz so einfacher Arbeitsschritt, weil ich habe die Fläche beim Waschbecken so schleifen müssen, dass man in der Mitte ein leichtes Gefälle hat, dass das Wasser später auch abläuft. Und mit dem Schleiftopf muss man auch aufpassen, dass man sich keine tiefen Kerben reinhaut, weil sonst muss man die ganze Fläche nochmal einige Millimeter abschleifen. Aber ich denke, ich habe es einigermaßen gut hinbekommen. So Leute, heute sind wir weit gekommen, aber fertig werde ich heute nicht. Ich muss jetzt eine Pause machen.
Morgen geht's weiter. Ich muss erstmal in die Dusche und dann sehen wir uns morgen wieder. Für euch geht's gleich weiter. Bevor wir jetzt hier gleich mit dem Waschbecken weitermachen, ein paar kurze Infos zum Sponsor des heutigen Videos. Das ist die Firma Gisswein, kennt ihr vielleicht, und das ist ein Familienunternehmen aus Österreich. Die Firma stellt zum Beispiel hochwertige Bekleidungsstücke aus Merino-Wolle her, unter anderem auch Schuhe, und da hat man mich gefragt, ob ich die nicht mal testen möchte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich habe noch nie Schuhe aus Schafswolle getragen und daher habe ich es mit meiner Frau einfach mal getestet. Gisswein hat da viele verschiedene Modelle für Männer und Frauen in unterschiedlichen Farben im Sortiment, und da ich persönlich das ganze Jahr über Sportschuhe trage, oder zumindest einen Großteil, kennt ihr aus meinen Videos, habe ich mich hier für die Sneakers aus Merino-Wolle entschieden. Die haben ein schlichtes, modernes Design, würde ich jetzt mal sagen, und die kann man auch zu jedem Anlass anziehen. Im Büro, also zur Arbeit, in der Freizeit und auch zum Sport. Und meine Frau hat sich für das gleiche Modell nur in der Farbe Weiß entschieden. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch war wegen der Sommertauglichkeit, weil bei Schuhen aus Wolle könnte man ja vermuten, dass sie im Sommer vielleicht ein bisschen zu warm sind. Ich habe dann auch gleich den ultimativen Härtetest für potenzielle Schweißfüße gemacht und war mit den Schuhen ohne Socken unterwegs. Und was soll ich sagen? Mit Schwitzen habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Es liegt nämlich zum einen auch daran, dass Wolle atmungsaktiv ist und die Feuchtigkeit reguliert. Und ja, wenn Feuchtigkeit im Schuh entsteht, wird sie direkt nach außen transportiert. Was mir bei den Schuhen auch sofort aufgefallen ist das Gewicht. Also die sind gefühlt federleicht. Ich habe es auch mal getestet. Bei einer Größe von 43 sind es gerade mal 279 Gramm. Und da kommt man sich fast schon vor, als ob man beim Laufen überhaupt gar keine Schuhe anhat. Und wenn ihr jetzt solche Schuhe aus Merino-Wolle auch mal testen wollt, habe ich hier für euch noch einen Rabattcode in Höhe von 20%. Und ich mache jetzt mit dem Waschbecken weiter. Da gibt es auch noch einiges zu machen. Am nächsten Tag ging es dann gleich mit der aufwendigsten Arbeit weiter. Das waren die Ecken. Das war eine ziemliche Fitzelarbeit. Da ist man nämlich mit den Trennscheiben nicht reinkommen und muss deswegen alles per Hand ausarbeiten. Mit dem Meißel und dann noch mit so kleinen Schleifwerkzeugen. Also das war die Arbeit, die hat mich mit Abstand die meiste Zeit bei dem Projekt gekostet. Als ich gestern Abend unter der Dusche stand, ist mir nochmal eine richtig gute Idee gekommen, wie ich das Waschbecken optisch nochmal aufwerten kann. Und zwar habe ich geplant, dass ich an den Seiten und an der Vorderseite unten eine Kante anbringen werde. Dadurch hat das Waschbecken dann eine schwebende Optik, wirkt deutlich filigraner und ich denke, optisch macht es dann einiges mehr her. Ja, unter der Dusche, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, da habe ich meistens echt die besten Ideen. An der Rückseite vom Waschbecken werde ich keine Kante anbringen, weil das wird später an der Wand stehen, wird man eh nicht sehen, und dann hat man auch nicht den Fall, dass irgendwelches Wasser seitlich hinter das Waschbecken läuft und sich dann da sammelt. Die Umsetzung hat echt unproblematisch funktioniert, muss ich sagen. Das Gute an Bruchsteinen ist, dass man sich eine Schnittkante setzen kann und der Stein dann auch genau oder zumindest nahezu ähnlich abreißt. Also man hat dann später keine große Arbeit, muss dann einfach nur noch alles glatt schleifen und dann ist die Kante auch schon fertig. Und jetzt, wenn ich mir die fertige Kante so anschaue, muss ich sagen, ja, also die Idee war gut und die Arbeit hat sich definitiv gelohnt. Damit das Ganze im Waschbecken wird, braucht man natürlich auch noch einen Abfluss, und damit machen wir jetzt weiter. Ich habe mir dazu eine Bohrkrone besorgt mit dem benötigten Durchmesser, 45 mm, und ich denke, damit soll es eigentlich funktionieren. Gleich werden wir es wissen. Bin gespannt. Also das Bohren kann ich euch sagen, das ging eher schlecht als recht. Ich habe mich zwar bewusst für ein günstiges Werkzeug entschieden, weil ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollte wegen einer Bohrung, aber das habe ich dann ganz schnell bereut. In der Beschreibung ist vorgegeben, dass die Bohrkrone auch für Beton geeignet ist, aber wenn ich jetzt sehe, dass dieser Stein um einiges weicher ist als Beton, dann denke ich, dass man da bei richtigen Betonwänden überhaupt keine Chance hat. Mir war bewusst, dass das Werkzeug kein Hochleistungswerkzeug ist, aber ich hätte doch ein bisschen mehr erwartet. Also die Bohrleistung, die war echt miserabel. Puh, also das war jetzt eine echte Zumutung. 20 Minuten für so ein Loch, das ist schon krass, sowas als Betonbohrer zu verkaufen. Das ist für mich chinesisches Einwegwerkzeug. Einmal verwenden und danach in die Mülltonne. Damit der Ablauf in unserem Waschbecken später auch dicht ist, habe ich noch eine Phase angebracht, in die später der Dichtungsring eingelegt wird. Und danach ging es dann mit dem Schleifen der Oberfläche weiter. Dafür habe ich hier so spezielle Schleif- und Polierpads für Beton- und Steinoberflächen verwendet. Mit einer Kernung von 50 bis 6000 habe ich alles durchgeschliffen und damit bekommt man die Oberfläche von dem Stein wirklich spiegelglatt. Die Schleifscheiben kann man sowohl trocken als auch nass verwenden, aber mit einer nassen Oberfläche bekommt man noch mal deutlich bessere Ergebnisse hin. So, und jetzt schaut euch mal die Oberfläche an. Glatt wie ein Babypopo. Ich bin echt zufrieden. Super. Echt super. Im letzten Arbeitsgang habe ich jetzt auf die Oberfläche noch eine Versiegelung aufgetragen, die auch für Naturstein geeignet ist.
und damit wäre dann die Oberfläche von dem Waschbecken auch gegen Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Und dann kann ich euch das fertige Ergebnis jetzt auch mal zeigen. Das Waschbecken wirkt jetzt natürlich allein nicht wirklich. Das muss man sich jetzt auf einem coolen Waschtisch, zum Beispiel auf einer rustikalen Eichenbohle vorstellen. Und dann würde mich jetzt auch mal interessieren, was sagt ihr zu dem Design? Hot or not? Würdet ihr euch sowas auch in die Wohnung stellen oder sagt ihr, das geht gar nicht? Ich bin mir sicher, da gibt es viele geteilte Meinungen, aber ich persönlich bin echt zufrieden. Also das war jetzt nicht mein Anspruch, hier ein makelloses Waschbecken herzustellen. Ist es auch nicht. Es hat überall seine kleinen Fehlstellen, sage ich mal, aber das passt zum Gesamtbild. In diesem Sinne wären wir dann für heute schon wieder durch. Demnächst geht es weiter mit neuen Projekten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.